Das Unmögliche noch möglich machen. Heute das Rückspiel gegen Paris. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hinspiel haben wir leider 4:3 ganz knapp verloren, aber wir haben da gut mitgehalten und auch heute sehe ich uns nicht ganz chancenlos, wie immer das auch klappen soll. Wenn das Hinspiel so eine ähnliche Wendung nimmt oder so einen ähnlichen Verlauf, dann haben wir heute wirklich Spaß. Dann sehen wir viele Tore. Hoffentlich am Ende dann ein Weiterkommen für uns, aber das wird brutal schwer. Das wird brutal schwer. Vorne Dembélé, Mbappé, Xavi Simons, dazu Kroos, Bruno Guimaraes im Mittelfeld. Also das ist schon allerhöchste Klasse, was da bei Paris auf dem Platz steht. Aber Geld schießt nicht immer Tore und Geld gewinnt auch nicht immer Champions League Titel. Im Falle von Paris, die warten heute noch auf ihren ersten. Und wir spielen einfach mutig, mit dem Selbstvertrauen, was wir haben, durch die Liga hier frisch auf. Und vielleicht fällt ja der ein oder andere Ball vom Laster. Die Chancen, die wir dann haben, müssen wir dann natürlich auch nutzen. Aber jetzt ist erstmal entscheidend, dass wir möglichst lange die Null halten. Vorne natürlich immer wieder versuchen, ins Pressing zu gehen. Aber ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Die spielen uns hier momentan richtig rund. Xavi Simons, Robin Koch ist da, genau. Und das brauchen wir natürlich auch. Eine fast perfekte Verteidigung, einen guten Keeper hinten, der auch mal unmögliche Bälle heute raushält. Also ihr seht, es muss ganz, ganz viel zusammenkommen. Aber warum denn nicht? Robin Koch ist da, Haraldsson aber auch, genau, gegen Kroos. Das ist halt Wahnsinn, ne? Und die haben sogar noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Ich glaube, Moani sitzt da irgendwo auch, wartet auf seine Minuten. Aber irgendwann in ein paar Jahren sind wir dann auch so weit, dass wir dann PSG wahrscheinlich auf Augenhöhe begegnen. Das, was es halt jetzt zur Zeit nicht ist. Achtung, Dembélé. Meier ist da. Ne, Van de Beek ist es. Aber hier dürfen wir den Ball nicht verlieren. Das war ganz, ganz riskant. Tja, wohin? So. Robin Koch, Kadiolu. Und ihr seht, wenn wir das aber schnell machen, dann haben wir auch Platz. Dann hat Paris nämlich auch hinten Lücken. Und wir haben auch vorne schnelle Spieler. Orban gegen Skriniar. Das könnte das erste Tor sein. Aber so nicht. Nicht drück voll durch, dass der auf Kalajdzic kommt. Und dann kommt der doch nicht an. Das muss das 1:0 sein. Aber das jetzt auch. Haraldsson, der trudelt am Pfosten vorbei. Chancenverwertung. Gerade heute in so einem Spiel. Haraldsson macht eigentlich alles richtig. Da hätte Marquinhos auch nochmal abfälschen können. Und dann trudelt der am langen Pfosten vorbei. Aber auch das Ding mit Orban, das müssen wir einfach alleine machen. Das war eigentlich schon zu leicht, den Ball nicht reinzumachen. Aber genau so muss es heute gehen. Hinten die Null halten, hinten möglichst sicher stehen im Strafraum. Natürlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen risikobehafteter in die Zweikämpfe gehen. Aber dann auch, wenn wir hinten rausspielen, ihr seht, das ist Wahnsinn, wie die uns hier zupressen. Aber trotzdem ruhig bleiben, auch gegen Paris. Ihr seht, die Lücken ergeben sich. Meier auf der Seite und jetzt Mamouche. Müssen wir mal in den Lauf schicken vorne. Oder Meier. Meier allein gegen alle, gegen Kalajdzic. Ja, Meier, könnte abseits sein. Schade, jetzt wäre Orban unten frei gewesen. Also wir sind gut drin. Ich habe ein gutes Gefühl bislang. Wir stehen relativ sicher hinten. Wir verteidigen halt das weg, was zu verteidigen ist. Und dann haben wir vorne durch Orban, durch Haraldsson schon zwei Riesenchancen eigentlich gehabt. Also im Prinzip wurden die uns so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert. Apropos Silbertablett, nächste Chance, Ugarte. Ja, Ex-PSG-Spieler, macht das richtig gut. Und jetzt Haraldsson, das machen wir jetzt alleine. Winkel ist spitz, aber Kalajdzic staubt dann ab. Bleibt im Tor stehen, will gar nicht jubeln, braucht ein paar Minuten für sich wahrscheinlich, bis er das verarbeitet hat. Alles klar, dann Jubel im Tor. Jubel alleine, ist doch egal. 1:0. Auch ein bisschen glücklich, egal. Kalajdzic schaltet am schnellsten, ist dann da. Donnarumma kann er nicht festhalten und wir haben das Ergebnis erstmal egalisiert. Das Gesamtergebnis 4:4 und 1 zum Gesamtergebnis. Das bringt jetzt auch die Fans mit rein hier ins Spiel, halbe Stunde rum. Und mit dem Spielverlauf bin ich einverstanden. Es hätte auch jetzt schon 2:0 stehen können, aber egal, wir führen jetzt 1:0. Kalajdzic ist gut drauf, gewinnt viele Zweikämpfe und vielleicht jetzt gleich der Doppelschlag. Mamouche, wir sind schon wieder vorne. Meier. Vorteil läuft, Flanke war nicht gut, aber Kalajdzic natürlich wieder da, Ugarte. Und mal ein bisschen Spiel beruhigen, ja, irgendwie versuchen so ein bisschen Kontrolle hier reinzukriegen. Was natürlich, auch dann funktionieren muss, indem wir die Bälle auch mal annehmen.
Aber Achtung, PSG kommt über Cancelo. Auch mal alleine. Oh, das gibt's nicht. Das ist zu leicht. Die haben zu viel Platz. Cancelo, Robin Koch ist da. Aber gerade auf der Außen, die dürfen da nicht so leicht durchkommen. Du kannst halt aber auch nicht alles verteidigen gegen Paris. Das ist auch klar. Aber trotzdem, wir bleiben dran. Der Eckball kommt, Mamouche ist da und geklärt. Und Meier. Und die nächste Chance umzuschalten nach dem Eckball. Wir sind 3 gegen 2 vorne. Van de Beek, Orban. Laufen beide durch. Orban kriegt den Ball. Ja, und ist schneller als alle anderen. Komm. Schneller als Cancelo, schneller als Hernandez. Jetzt der Ball rüber und das 2-0. Donny van de Beek. 5:4 im Gesamtergebnis. Brutal stark gekontert. So und nicht anders muss es funktionieren gegen Paris und die musst du einfach so ausspielen. Und diesmal klappt der Ball rüber. Von Orban auf Van de Beek. Und die Lücken sind ja da. Ihr habt gesehen, Paris, die sind mit vielen Mann vorne nach oder bei Eckbällen oder auch so generell. Und dann bleiben sie auch relativ hoch stehen. Auf der Mittellinie oder kurz hinter der Mittellinie. Und das kommt uns bislang sehr, sehr entgegen. Also es steht 2-0 und 5:4 im Gesamtergebnis. Aber wir haben noch ganz viel zu spielen. Aber wenn wir so weitermachen, wenn wir in den Zweikämpfen gut drin sind, wenn wir das so ausspielen, zack, 1, 2, 3 Kontakte, Wahnsinn. Jetzt spielen wir so ein bisschen her. Aber das ist die Phase, die müssen wir jetzt ausnutzen. Mamouche. Eckball, genau. So in den Flow reinkommen. Einfach Spaß haben. Dann kommt das andere auch schon von alleine. Van de Beek, Ecke, Kalajdzic. Direkt auf Donnarumma. Nächster Eckball. Diesmal eine andere Variante. Van de Beek mit Orban. Zweiter Pfosten, da warten ganz viele, aber so nicht. Aber auch genauso gut in der Verteidigung jetzt. Aufpassen, wenn PSG schnell nach vorne spielt. Mbappé, den haben wir bislang richtig gut im Griff. Also Mbappé, Dembélé. Ja, okay, es ist noch nicht Halbzeit. Ich warte noch mal kurz. Mbappé kommt trotzdem durch irgendwie. Niemand weiß warum. Haraldsson ist da. Sehr, sehr schön gemacht. Also Verteidigung steht. Wir haben schon 2 Tore geschossen. Und wenn das so bleiben würde, würden wir ins Viertelfinale einziehen, wo Dortmund schon steht. Leipzig, die Bayern. Also es könnten mal wieder 4 Mannschaften im Viertelfinale sein. Aber Paris ist noch nicht durch. Die haben, wie gesagt, auch eine brutal gute Reservebank. Die können also nochmal nachlegen. Aber bislang, also die Statistik besagt, dass wir die an die Wand spielen. Vom Gefühl her ist es natürlich nicht so. Also Paris ist schon auch vorne gefährlich. Aber wir kriegen sie gut verteidigt. Ja, ihr seht, was da auf dem Platz steht. Und ihr seht, was noch auf der Bank wartet. Ein Presnel Kimpembe spielt zum Beispiel nicht. Moani wartet noch. Merino, Hernandez. Das ist halt auf dem Papier her alles besser, was wir haben. Aber ihr seht, Geld gewinnt nicht immer Titel. Wenn wir das jetzt noch einmal 45 Minuten hinkriegen, in der Verteidigung gut zu stehen, vorne vielleicht doch nochmal ein drittes Tor nachzulegen, nach Möglichkeiten, dann wüsste ich nicht, warum das nicht hier heute funktionieren sollte. Aber Achtung, Meier, genau, das meine ich. Die Bälle schon erahnen und dann mit 1, 2 Kontakten nach vorne, weil dann haben wir, oh, Fehlpass mit Ansage, dann haben wir 3, 4 Mann vorne, auch Geschwindigkeit über die Außen. Und Koch, sehr schön. Van de Beek ist da, helfen sich alle gegenseitig. So, das ist der Platz, den wir haben. Oh, kriegt er den unten auf Mamouche? Oh, das wäre überragend gewesen. Mamouche war nämlich durchgelaufen. Das ist genau das richtige Duell gegen Kieran Trippier. Den halte ich nämlich nicht für so schnell. Ich glaube, da hat Mamouche schon Vorteile. Aber, Achtung, Paris kommt. Über Mbappé, Pacho, sensationell. Das ist so ein Sinnbild. Also Mbappé kriegt heute bislang Gott sei Dank noch nicht so viel hin. Wir kriegen ihn, wir kriegen Dembélé und Xavi Simons vor allem auch bislang gut unter Kontrolle. Aber Achtung, das kann nicht 90 Minuten lang gut gehen. Da ist er nämlich, die unverhoffte Chance durch Bruno Guimaraes. Der war eigentlich schon geklärt, der darf da nie durchkommen. Und Restege, es gibt sogar Abstoß? Ja, es gibt sogar Abstoß. Der war nämlich noch dran. Sehr, sehr gut. Also das Spielglück bislang auch ein bisschen auf unserer Seite. Der kann natürlich auch ins Tor abgefälscht werden. Dann steht es halt nur noch 2-1. Und die stehen nach wie vor hoch. Also egal, ob die Flügelspieler, ob die im Mittelfeld, die pressen unglaublich. Das ist so, so schwer, da hinten rauszuspielen. Xavi Simons, Achtung. Nicht blind irgendwie hier reingehen. Ich bekomme kein Spiel ausgewählt. Okay, Achtung, der Ball durch.
Aber Guardiolo, der passt auf und wieder die Chance umzuschalten. Wieder 3 gegen 2. Über Orban, über Mamouche gegen Marquinhos. Der nimmt Ugarte mit. Oh, ein Tor gegen seinen Ex-Club. Das wäre so schön und so wichtig gewesen. Oh, da waren wir frei. Da hätten wir eigentlich auch noch gehen können. Merino kommt jetzt zu Kroos rein. Das sind auch Sachen, die sehe ich dann auch wieder erst hinterher. Wenn der Schuss dann schon vorbei ist, dann denke ich mir, oh, hättest du mal. Na, ist nicht mehr zu ändern. So, Achtung, Paris kommt wieder. Xavi Simons, Ugarte ist da, Robin Koch. Oh, einer seiner wenigen Fehler. Van de Beek, Guardiolo. Jetzt wird schwer. Achtung, jetzt kommen sie einmal nach vorne. Mbappé und Pacho und Koch und alle gemeinsam. Genau so. So und nicht anders. Da ist auch mal eine Zufallsgrätsche mit dabei, aber egal, die darf es heute auch mal sein. Und dann schalten wir wieder brutal gut um über Haraldsson. Oh, Guardiolo außen, schade. Und der muss jetzt auch wieder nach hinten. Genau so muss es noch 20 Minuten gut gehen. Ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und dann sind wir im Viertelfinale. Aber Paris kommt. Guimaraes über die Außen. Dembélé. Auch wieder gut stellen. Pacho kommt nicht ran. Achtung, irgendwo ist eine Lücke. Irgendwo finden sie eine Lücke. Aber heute nicht. Heute nicht. Mamouche. Oh, brutaler Fehler. Achtung. Jetzt die Chance für Mbappé. Aber Resté ist da. Der macht sonst jeden Schuss rein, Mbappé. Wirklich, da sind 5 von 5 Schüssen normalerweise an der Tagesordnung. Aber wir kriegen es heute richtig gut verteidigt. Mamouche kommt da leider nicht rein. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Spieler, ich möchte nicht sagen absichtlich schwächer gemacht werden, weil der Gegner stärker ist. Jetzt in dem Falle von Paris. Aber es wirkt irgendwie so, dass die dann in gewissen Dingen, weiß nicht, so ein bisschen beschwerlicher wirken und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also die Pässe kommen langsamer an, die drehen sich nicht so schnell wie zum Beispiel in anderen Spielen. Aber kann auch nur meine Wahrnehmung sein. Muss auch nicht stimmen, aber es wirkt halt so, es lässt sich halt so spielen. Noch 10 Minuten, Achtung, wieder Guimaraes, der kommt jetzt vermehrt über die Außen, aber Meier, der macht auch ein richtig, richtig gutes Spiel heute. Und jetzt nächste Chance umzuschalten, Orban. Aber die sind halt sofort wieder hinten. Vorne Mbappé. Spielen sie jetzt mit 2 Stürmern? Nee, aber sie pressen und ich weiß nicht wohin. Ich versuche es aber trotzdem immer spielerisch, weil sofern der Ball weg ist, das ist dann für uns richtig schwer, da hinterher zu kommen. Guardiolo, Pacho steht wieder richtig. Oh, jetzt müssen wir klären. Jetzt müssen wir irgendwie klären. Auch mal einen langen Ball hier einstreuen. 5 Minuten sind es noch. Komm. Wir führen 2-0. Gesamtergebnis 5:4. Das wäre schade, wenn wir uns diese gute Leistung heute zunichte machen, wenn wir uns heute nicht belohnen. Mit dem Einzug ins Viertelfinale. Vielleicht ist das jetzt der entscheidende Konter. Vielleicht ist das der entscheidende Ball. Kalajdzic, 88. Wembley. Der geht nicht hinter die Linie. Die große Chance auf die Entscheidung. Und Paris kommt. Achtung, Xavi Simons. Gegen Guardiolo. Ja, sehr, sehr gut. Aber es gibt nochmal einen Freistoß. Das könnte die letzte Aktion sein. Es gibt nochmal einen Wechsel. Muani für Simons. Das wäre natürlich jetzt der Nackenschlag, wenn ausgerechnet er hier noch ein Tor macht. Aber danach... Ach, es gibt für uns. Ha, ich dachte für Paris. Na, dann ist das Ding ja entschieden, würde ich sagen, oder? Nochmal ein langer Ball nach außen. Und dann darf der Schiri gerne abpfeifen und es ist geschehen. Wir haben es geschafft. Wir haben uns gegen Paris durchgesetzt. Brutal schwer das Rückspiel. Aber wir haben gut gespielt. Wir haben die Chancen vorne genutzt. 2 auf jeden Fall. Wir hätten noch ein 3. Tor oder sogar ein 4. nachlegen müssen. Ugarte mit einer großen Chance. Kalajdzic unter die Latte. Aber egal, wir sind im Viertelfinale. Sehr, sehr geil. Richtig starke Leistung. Und jetzt bin ich gespannt, wo die Reise noch hinführt. Sehr, sehr geil. Aston Villa gewinnt bei Real Madrid. Mein Gott. Und sie schaffen es sogar. Sie kommen nach Elfmeterschießen weiter. Also, das ist eine richtig, richtig große Überraschung. Die Bayern kommen weiter, haben wir gerade schon mal gesehen. Dortmund kommt auch weiter. Die haben wir schon im letzten Part einmal begutachtet. Und City kommt gegen Barcelona weiter. Also, Real scheidet gegen Aston Villa aus. Die scheinen eine richtig gute Truppe zu haben. Und ich glaube, wir sind dann zusammen mit Aston Villa so die Überraschungen, die dann im Viertelfinale spielen. Wahnsinn. Absoluter Hammer. Dazu in der Bundesliga sind wir noch oben mit dabei. Also wir könnten mal wieder so eine Triple-Saison hinkriegen. Ist noch weit weg, ich weiß.
ist noch ganz weit entfernt davon, dass wir hier vom Triple sprechen. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Bayern 1 Punkt hinter uns. Waren sie nicht 4 Punkte hinter uns? Oder habe ich mich verguckt im letzten Part? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ihr seht die Meisterschaft. Platz 1 und Platz 4 sind durch 4 Punkte getrennt. Und auch der Rest der Liga. Das ist einfach so spannend. Das macht einfach mega, mega Bock. Unten Hannover, Schalke, Bremen, Hertha. Die Kölner haben sich ein bisschen Luft verschafft. Wobei Hertha spielt noch. Die können sich von Bremen jetzt auch ein bisschen entfernen. Also hier kann jeder jeden schlagen. Hier kann jeder noch Meister werden gefühlt. Die ersten 4 auf jeden Fall. Leipzig bei noch 9 Spielen weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob sie das noch schaffen. Jetzt gucken wir aber mal in die Champions League, wer da unser nächster Gegner ist. Und es ist Aston Villa tatsächlich. Dortmund gegen Bayern. Das heißt, da wird zumindest mal eine deutsche Mannschaft im Halbfinale auch stehen. Dann Atletico gegen Juve und Leipzig gegen Man City. Sehr, sehr interessant. Also Aston Villa und Frankfurt, das ist so ein Duell der beiden Überraschungen. Bin wirklich sehr, sehr gespannt. Lass uns mal kurz gucken. So Interesse halber, wer bei Aston Villa so alles spielt. Wen die so haben, dass sie sogar Real Madrid jetzt ausgeschaltet haben. Also das ist wirklich ein Ergebnis, mit dem man nicht rechnen konnte. Aber Wunder gibt es immer wieder. Spielen die hier? Ja, müssen ja erste Liga spielen, ne? Ja. So, Aston Villa, gucken wir mal. Wen haben die so? Fangen wir mal im Tor an. Ja gut, Emiliano Martinez, den kennt man. Ansonsten sagt mir hier, ja, natürlich Alaba bei Aston Villa. Von Real weggewechselt, der weiß warum. Deswegen haben sie wahrscheinlich auch gewonnen. Dann Diego Carlos, Lucas Digne, gut, die kennt man halt. Rico Lewis von Man City, auch ein Talent, wahrscheinlich ausgeliehen, ne? Würde ich sagen, oder dahin gewechselt. Ansonsten, okay, hier den Mings, den kenne ich auch. Alex Moreno ist, glaube ich, von Villarreal, genauso wie Pau Torres. Okay, wenn sie natürlich so eine starke Verteidigung haben. Nathan Sese, Innenverteidiger, zeigt großes Potenzial. Lucas Vazquez, ey, die haben ja halb Real Madrid bei sich in der Mannschaft. Jetzt gucken wir mal hier im Mittelfeld. Buendia, auch stark. Dendoncker, Diaby, feilschneller Mann. Boubacar Kamara, also das wird auch nicht weniger leicht. Juri Thielemann natürlich auch großes Talent, der hat auch immer ein richtig hohes Potenzial gehabt in den FIFA-Spielen. Und vorne Kaleb Chukwuemeka, wenn du so heißt, dann kannst du nur gut spielen. Dann Borja Iglesias, Mehdi Taremi, Ollie Watkins, Timo Werner vorne. Also ihr seht, die haben eine richtig gute Truppe. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf die Spiele gegen Aston Villa, vor allem weil das echte Stadion von Aston Villa, glaube ich, ne, mit dabei ist. Bisschen Preisgeld haben wir auch, 9,6 Millionen, das kommt uns zugute. Und jetzt haben wir das nächste Kracherspiel gegen die Bayern, da muss ich auch mal gucken. Da muss ich bestimmt ein paar Leute auswechseln, ob ich da mit der B11 spiele. Egal, also es geht nicht weniger spannend weiter. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und bleibt dran. Diese Saison, die hat, glaube ich, noch ganz, ganz viel zu bieten. Sowohl im Pokal gegen Wolfsburg, in der Liga, als auch dann in der Champions League. Macht's gut, ciao, ciao.